Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute machen wir meine Winterverbrauchs- und Vergleichsfahrt auf dem bekannten Rundkurs, den ich ja auch schon im Herbst gefahren bin. Dabei schauen wir uns allerdings nicht nur den Verbrauch vom Škoda Enyaq an, sondern auch, wie gut die SOC-Schätzungen an den Zwischenzielen und dann auch final am Ziel sind. Auf geht's! Diesen Winter ist diese Vergleichsfahrt gar nicht so einfach zu machen, denn ich hätte sie am liebsten bei um die minus 10 Grad gemacht. Aber es wird einfach nicht kalt genug und die Temperatur fällt selten unter 0 Grad. Heute haben wir einen Tag, wo es zumindest mal so minus 1, minus 2 Grad hier hat. In den Bergen hat es sicher minus 7, minus 8 Grad und das muss dann einfach reichen. Beginnen wir mit einem Blick auf das Innenleben der Batterie. Dann seht ihr, ich habe 81% SOC. Bei der Herbstfahrt, da hatte ich 83%. Das ist also schon recht vergleichbar. Die Batterie hat immer noch 4,5 Grad. Ich bringe sie einfach nur selten kälter jetzt hier in diesem milden Winter. Aber bei der Herbstfahrt hatte sie 12 Grad. Das heißt, wir sind schon deutlich niedriger. Die Reichweite beträgt bei mir gerade mal noch 262 Kilometer mit diesem SOC. Und ihr seht, draußen ist es jetzt 1 Grad. Ich würde sagen, es ist eher 0 Grad, aber ich bin gerade erst aus der Tiefgarage gefahren. Deswegen muss das Auto noch ein bisschen abkühlen. Die Fahrprofilauswahl steht auf Normal, wie bei der Herbstfahrt auch. Gefahren wird mit der Fahrstufe B. Und wo immer möglich ist, habe ich den Travel Assist eingeschaltet und ich greife nur dann ein, wenn es nötig ist. Die Klimaanlage steht auf 19 Grad im Automodus und auf der Beifahrerseite auf Eco. Das sind die gleichen Bedingungen, wie ich sie auch beim Herbstvideo hatte. Hier seht ihr meine Strecke, die ich heute fahren möchte. Sie führt mich via Landquart nach Davos, Thusis und wieder zurück. Das ist ein schöner Mix aus Autobahn, Nationalstraße und zweimal durch die Stadt, weil ich fahre durch Davos und auch durch Thusis. Die App Pump berechnet die Fahrt wie folgt. Ich starte mit 80% SOC und schätzt, dass ich zu Hause wieder mit 18% ankomme. Davos Ankunft mit 47%, Thusis mit 38%. Das vergleichen wir jetzt einfach mal mit dem, was Škoda schätzt. Škoda ist der Ansicht, dass ich in Davos mit 62% ankomme und in Thusis mit 48% und dann zu Hause wieder mit 31%. Da haben wir natürlich schon sehr starke Abweichungen der beiden Navigationssysteme zueinander. Stichwort Travel Assist. Der Travel Assist erhitzt die Gemüter beim Škoda Enyaq, seitdem es den Travel Assist gibt. Also seitdem es den Škoda Enyaq gibt. Vorweg direkt einfach mal zu mir. Ich habe den auch drin als 2.0 Version, nicht als 2.5. Das heißt, mein Travel Assist verfügt nicht über Schwarmdaten und mein Travel Assist verfügt auch nicht über den automatischen Spurwechsel. Das sind Features der Version 2.5. Die gibt es nicht als Update für alte Enyaqs. Zudem, mein Travel Assist funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe mit dem keine Probleme und das einzige Mal, wo der mir aussteigt, das ist im Winter, wenn vorne der Radarsensor am Crystal Face bei mir oder eben bei der schwarzen Blende, wenn man kein Crystal Face hat, schneebedeckt ist. Also wenn da so richtig Schneematsch gegenklatscht, dann ist der irgendwann an einem Punkt, wo er aussteigt und dann steigen bei mir auch die Assistenzsysteme aus. Ansonsten, ich habe auch kein Problem in Kombination mit der Lenkradheizung. Ich kann es halt einfach nicht in einem Video nachstellen und ich kann es in meinem Auto nicht nachvollziehen. Das heißt aber nicht, dass es mit dem Travel Assist keine Probleme gibt. Ganz im Gegenteil. Denn ich habe regelmäßig Kommentare unter meinen Videos zum Travel Assist und ich habe auch regelmäßig E-Mails in meinem Postfach, wo mir Fragen gestellt werden, ist XY beim Travel Assist normal, oder wo mir Leidensgeschichten geschildert werden, wo der Travel Assist willkürlich aussteigt. Jetzt insbesondere im Winter passiert das wohl häufiger, wo vor allem auch der Travel Assist in Kombination mit der Lenkradheizung aussteigt und wo es zum Teil auch zu gefährlichen Fahrsituationen gekommen ist. Weil ein bisschen verlässt man sich ja schon auf die Assistenzsysteme, auch wenn man immer selber fahren muss, aber man gewöhnt sich daran, dass der Travel Assist gewisse Entscheidungen trifft und das ist ja nun mal auch sein Job. Und wenn die dann nicht kommen oder er zum Beispiel wirklich beim Zubremsen auf ein Fahrzeug vor einem plötzlich aussteigt, dann wird's heikel.
Das Thema ist jetzt deswegen auch wieder in aller Munde, weil der Stefan von Nextmove darüber berichtet hat und sie haben das auch sehr ausführlich getan. Wunderschöner Bericht, schaut ihn euch einfach mal auf YouTube an. Und ein Hauptgrund hier ist, dass er eine Zuschrift bekommen hat mit einem Dokument, wo Škoda einem Kunden anbietet, den Travel Assist temporär im Fahrzeug zu deaktivieren. Ich möchte gar nicht auf diesen Schrieb eingehen. Ich persönlich kenne den nicht. Ich kenne den auch nur aus dem Video. Schaut euch das da an. Ich möchte einfach generell mal aus meiner Erfahrung und vor allem der Erfahrung meiner Zuschauer über den Travel Assist mit euch reden. Und irgendwas ist mit diesem Stück Software nicht in Ordnung. Das ist einfach so. Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei rumreden, auch wenn ich persönlich eben die Probleme nicht habe. Und das, was am meisten passiert, das ist wirklich in Kombination mit dem Lenkradheizung, dass der Travel Assist dann einfach seinen Dienst zu einem willkürlichen Zeitpunkt einstellt und zum Teil auch wieder willkürlich angeht. Und ich habe Dutzende Zuschriften von meinen Zuschauern, die sagen, sie sind mittlerweile beim 3., beim 4. Lenkradtausch und sie haben einfach die Nase gestrichen voll. Und das kann ich auch verstehen, weil die Aufenthalte dafür in der Werkstatt, die sind lang, man muss auf sein Auto verzichten und man weiß nicht mal, ob es hilft. Und spätestens, wenn man beim 3. Lenkrad ist, dann glaubt man auch nicht mehr dran, dass das noch irgendwas bewirkt. Wenn ihr auch Probleme mit eurem Travel Assist habt, und zwar hinsichtlich, dass er einfach aussteigt und seinen Dienst versagt, dass ihr da vorne wirklich Fehlermeldungen bekommt oder dass er einfach ausgeht, das ist auch ein Fehler für mich. Der darf nicht einfach während der Fahrt ohne euer Zutun ausgehen. Dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare. Ich möchte es gern mit euch diskutieren. Ich möchte es gerne auch nochmal an Škoda weitergeben, weil das Thema muss tatsächlich von Škoda aktiv angegangen werden. Das erste Zwischenziel ist erreicht. Ich bin in Davos. Wir haben minus 11,5 Grad und ihr seht, der SOC ist bei 54%. Der Verbrauch liegt bei fast 33 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Man darf aber auch einfach nicht vergessen, dass es bis Davos ordentlich bergauf geht. Hier noch ein Blick auf den Carscanner. Die Batterie hat jetzt 7 Grad, ist also von 4,5 Grad hochgegangen, 2,5 Grad durch das Fahren, wird aber natürlich jetzt durch die Außentemperatur von fast minus 11 Grad wieder ordentlich abgekühlt und wird wahrscheinlich nicht allviel wärmer werden. Ich fahre jetzt weiter Richtung Thusis und dann schauen wir uns den nächsten Zwischenstand an. Bevor ich losfahre, noch ein Blick in die beiden Navigationssysteme, weil sie haben natürlich den SOC für die nächsten Ziele angepasst. So schätzt Pump jetzt in Thusis 41% und zu Hause angekommen wieder 19%, also 1% mehr. Bei Škoda sind wir jetzt bei Thusis 37% und zu Hause bei 17%. Also bei Škoda hat schon eine ziemlich heftige Anpassung stattgefunden. Ja, kaum ausgesprochen, dass ich das Problem mit dem Travel Assist nicht habe, bekomme ich es tatsächlich auf meiner Testfahrt heute auch live präsentiert. Bitteschön. Er ist jetzt einfach hier auf meiner Strecke, wo ich den Pass runterfahre, ausgestiegen, obwohl er aktiviert war und bis dato einwandfrei funktioniert hat, ist jetzt einfach zwischendrin Feierabend. Einerseits ist das jetzt super, weil ich jetzt selber erlebe, was viele von euch da draußen auch als Problem haben. Und andererseits ist das natürlich alles andere als gut, weil es zeigt, das Problem ist tatsächlich wahrscheinlich weitreichender, als ich dachte. Und einfach, dass ihr es nochmal gesehen habt, die Fehlermeldungen sind jetzt auch schon wieder alle weg. Und er geht einfach wieder an und steigt sofort wieder aus. Das ist jetzt das beste Beispiel und ich bin tatsächlich jetzt froh, dass das passiert ist. Es kommt jetzt auch genauso ins Video rein. Ihr seht, die Fehlermeldungen sind jetzt auch schon wieder weg. Wir können ja jetzt auch hier nochmal beim Fahrzeug gucken, was der sagt beim Status. Ja, und ihr seht, der Status ist einwandfrei, keine Fehlermeldungen zu sehen. Ich ziehe am Travel Assist, jetzt ist er wieder da. Und mal gucken, ob er jetzt direkt wieder aussteigt. Nein, jetzt ist er einfach wieder da. Jetzt funktioniert er wieder. Also, er ist gerade einfach willkürlich ausgestiegen. Die Lenkradheizung hatte ich nicht an. Und mal gucken, was jetzt auf der Strecke weiter passiert, ob er mir jetzt noch öfter aussteigen wird. Ich bin in Thusis angekommen und während der Fahrt ist mir der Travel Assist tatsächlich noch 3 weitere Male ausgestiegen. Einfach so aus heiterem Himmel.
Ich habe kein Muster erkennen können, nichts. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, was das ist. Habe ich so noch nie gesehen. Ich bin total überrascht. Ich bin perplex. Nach wie vor, ich bin froh, dass mir das passiert ist. Wir sprechen nachher, wenn ich zu Hause bin, nochmal weiter darüber. Schauen wir uns noch kurz die Verbrauchswerte und auch den SOC an. Ich bin in Thusis mit 48% angekommen. Wir erinnern uns, hier hatte Škoda eine Schätzung von über 50% und Pump hatte eine Schätzung von 42%. Das heißt, wir haben im Prinzip das gleiche wie in Davos. Škoda ist ein bisschen zu hoch und Pump zu niedrig. Gucken wir noch drauf, was sie jetzt sagen, wenn es nach Hause geht. Dann seht ihr hier bei Pump 19%. Das ist immer noch das 1% mehr als die initiale Schätzung mit 18%. Und Škoda sagt jetzt wieder 32%. Das war zwischenzeitlich auch runtergefallen in den gelben Bereich und jetzt hat es wieder die 32% wie vom Anfang. Werfen wir noch einen Blick kurz in den Verbrauch rein und dann werdet ihr sehen, der ist jetzt rapide runtergegangen. Wir sind jetzt bei 22,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das liegt daran, dass ich von Davos wieder die ganze Strecke runtergefahren bin, sehr viel rekuperiert habe und das schlägt sich natürlich direkt im Verbrauchswert nieder. Zum Abschluss wie immer auch hier in Thusis der Blick in den Carscanner. Ihr seht, die Batterie ist abgekühlt auf 5 Grad. Dadurch, dass ich halt den kompletten Pass runtergefahren bin, hatte ich keine Chance, wirklich die Batterie weiter nur durch die Fahrleistung zu temperieren. Ganz im Gegenteil, die Menge an Rekuperation hat auch nicht ausgereicht, die Batterie zu heizen. 5 Grad, minus 2 Grad im Vergleich zu Davos. Und das zeigt halt hier auch das ganze Dilemma im Winter, wenn man versucht, eine Batterie auf vernünftige Temperaturen zu bringen. Vor mir liegt jetzt noch das längere Stück Autobahn bis nach Hause und bin gespannt, ob ich die Temperatur nochmal nach oben bringe. Für mich geht es jetzt nach Hause zurück. Dann werfen wir natürlich wieder einen Blick auf Verbrauch und SOC. Ich zeige euch auch eine Auflistung in der Tabelle. Aber ich glaube, wenn ich zurück bin, dann haben wir noch was ganz anderes zu besprechen. Und das ist wirklich die große Überraschung dieser Fahrt. Wer hätte das gedacht, dass das passiert? Dazu später mehr. Ich fahre jetzt weiter. Ich bin zurück von meiner Testfahrt und ich habe 32% SOC. Das ist exakt die Schätzung. Vom Škoda Navi war nicht zurückkommen. Also man kann wirklich sagen, eine Punktlandung. Während Pump mit seiner initialen Schätzung von 18% deutlich daneben liegt. Also 14% daneben, das ist aus meiner Sicht definitiv zu viel. Also hier mal Gratulation an Škoda, aber ich glaube, ihr schaut jetzt sowieso schon nicht mehr zu wegen meiner Verbrauchswerte und der SOC-Schätzung. Also ich mach's kurz. Ich habe die Batterie hier jetzt gerade mal noch auf 6,5 Grad hochgebracht von 5 Grad bei der letzten Fahrt und wir blicken jetzt noch kurz auf den Verbrauch 21,6. Das ist ungefähr 2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer mehr, als ich im Herbst gebraucht habe. Ich denke, für euch ist es jetzt viel, viel wichtiger, dass wir über die heftigen Probleme mit dem Travel Assist sprechen. Und das ist in der Tat die Riesenüberraschung dieses Videos. Ich kann die Videos jetzt nicht mehr auseinanderteilen, also nur die Winterverbrauchsfahrt und der Travel Assist. Das ist wirklich miteinander einhergehend. Also seht mir das nach, dass sich die Themen hier vermischen. Jetzt sprechen wir über den Travel Assist. Auf der zweiten Hälfte dieser Strecke ist mir der Travel Assist sage und schreibe 9-mal ohne irgendeinen Grund ausgefallen und war danach auch wieder sofort verfügbar. Und ich habe es dann umgebaut hier im Auto mit der Kamera, sodass ich gut fahren konnte und es trotzdem aufs Cockpit filmen konnte. Und ich blende euch das jetzt hier einfach mal ein. Ich habe es zweimal richtig schön eingefangen, wie mir der Travel Assist aussteigt. Das eine Mal war beim Auffahren auf die Autobahn. Da ist er dann einfach beim Beschleunigen ausgefallen. Das andere Mal, das war einfach auf einer Nationalstraße und es spielte überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt einen Pass gefahren bin, einfach nur Nationalstraße. Auch auf der Autobahn ist er mir dann ausgefallen. Ich konnte ihn 3 Sekunden später wieder aktivieren. Ich weiß nicht, was da bei euch wie oft passiert, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe die volle Packung abbekommen. Und ja, ich gebe euch völlig recht, das ist absolut gefährlich. Wichtiger Hinweis an der Stelle. Natürlich muss man trotz des Travel
Assists den Fuß immer beim Fahrpedal und bei der Bremse haben. Man kann ihn nicht wegnehmen oder sonst wohin stellen, weil am Ende bleibt ihr verantwortlich. Aber das Reaktionsfenster für so etwas Unerwartetes, Spontanes, das ist mitunter schon echt klein. Ich bin jemand, der hält immer viel Abstand auf der Autobahn und ich werde wahrscheinlich weniger das Problem da haben. Ich bin auch jemand, der hält in der Stadt gerne ordentlich Abstand. Von daher habe ich weniger Angst vor Auffahrunfällen, weil hier wird genug Reaktionszeit für mich sein. Aber wovor ich jetzt Angst habe, ist, der fällt ja auch beim Beschleunigen aus. Und wenn der Fahrer hinter mir dann nicht schnell genug reagiert, weil ich nicht schnell genug reagieren kann, weil ich einfach 1-2 Sekunden Verzögerung da drin habe, dann kann das echt heikel werden. Entscheidend für die Reaktion des Enyaqs dürfte wahrscheinlich dabei dann auch der Fahrmodus sein, also ob ihr in D oder B fahrt. Wie ihr wisst, ich bin bekennender B-Fahrer und das ist dann wahrscheinlich auch genau die Reaktion, die da passiert, wenn der Travel Assist aussteigt, dass der Enyaq ganz stark verzögert und rekuperiert, so wie ihr das in diesen 2 Mitschnitten von mir vorhin gesehen habt. Das Verhalten wird wahrscheinlich in Fahrmodus D anders sein. Wenn dort der Travel Assist aussteigt, dann wird das Auto einfach weiter rollen oder segeln und dementsprechend nicht verzögern, was dann halt gefährlich ist, wenn vor einem jemand fährt. Beim Modus B ist es gefährlicher, wenn hinter einem jemand fährt und man dann plötzlich unerwartet bremst. Nichtsdestotrotz, in beide Richtungen ist das gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer. Und prinzipiell, nach dem Erlebnis heute, muss ich für mich sagen, fühle ich mich mit dem Travel Assist nicht mehr sicher, nicht mehr wohl. Und ich habe den Travel Assist bis dato geliebt. Das war eine meiner wesentlichen Funktionen, weil er das Fahren so angenehm und einfach gemacht hat. Und das, obwohl ich ja nicht mal den Travel Assist 2.5 habe, sondern nur den 2.0er. Und das jetzt so zu erleben, das ist ein heftiger Rückschlag. Vor allem, wenn ich jetzt wieder an das Video von Nextmove denke und wie Škoda bei anderen Kunden damit umgegangen ist. Ihr habt recht, ich habe das Thema bis dato so kritisch nicht gesehen, obwohl eure Kommentare, eure E-Mails da waren, weil ich es halt nicht nachvollziehen kann. Jetzt kann ich es nachvollziehen und ich hoffe, dass ich mit meinem Kanal, mit meiner Reichweite und meinen Kontakten hier etwas bewegen kann. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das selber erlebt, ob ihr das auch so kritisch seht oder ob ihr euch halt letztendlich auch sagt, naja, am Ende bleibt der Fahrer verantwortlich. Nichtsdestotrotz, ich bleibe an dem Thema dran und schaue, dass ich hier Antworten für uns bekomme. Ob ich sie bekomme, das weiß ich allerdings nicht. Das ist sicher eines der kuriosesten Videos, das ich bisher gedreht habe, wo man mit einem ganz anderen Skript und einer Idee reingeht und dann plötzlich so endet. Wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich vor allem auch sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, insbesondere wenn du einen Škoda Enyaq bestellt hast oder einen Škoda Enyaq fährst. Je mehr Abos wir hier in der Community haben, je mehr Views auf den Videos sind, umso stärker können wir auch in Richtung Škoda etwas bewirken. Und dass Sie auf diesen Kanal achten und auch hier definitiv zuhören, das haben wir in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Also lass mir doch bitte ein Abo da, lass mir einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig für mich auch, kommentiere bitte unter dem Video über deine Erfahrungen, deine Meinung zu dem Thema, insbesondere auch zum Travel Assist. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du ein bisschen was rein so zu den Verbrauchswerten und den SOC-Schätzungen schreibst. Aber ich verstehe, wenn das Thema gerade nicht wichtig ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.